السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله يا سادة الأصحاب مدد يا مشايخنا تسر ونشاء الله فاز حسن شيخ محمد الحقاني مدد طريقتنا والصحبة والخير في الجميع. We arrive Alhamdulillah, Allah make a nasib after 2 years we meet, mashallah, brothers, sisters, they are coming, more people, alhamdulillah, interesting for Hidayah. Alhamdulillah, nach 2 Jahren, dass wir nicht in Deutschland waren, hat Allah es vorbestimmt, dass wir wieder nach Deutschland kommen konnten, und wir sehen, dass noch mehr Leute kommen und die fragen Allah nach Rechtleitung. Our صلاة ونسك محيا وممات لله تعالى رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. Order of Allah for us to be in praying, fasting, make Qurban, work Hajj, for all of this, for sake of Allah. This is order of Allah. We are following this order. We are doing this. Allah Jalla Jalaluhu befiehlt uns im Heiligen Koran, dass wir alles für ihn machen, beten, fasten, opfern, die Pilgerfahrt. Und das ist unsere Absicht, dass wir das erfüllen, was Allah uns befohlen hat. It's order for prophets, all prophets, and last prophet, our Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Quran showing this. This is order for to do this, to be serve, help people. Und diesen Befehl hat Allah Jalla Jalaluhu allen Propheten gegeben und auch dem letzten Propheten. Und man kann an dieser Ayat erkennen, dass es ein Befehl ist, dass wir den Menschen helfen. For this we are happy to see people coming to Hidayah. We are happy because Allah Azza wa Jalla happy. Und deswegen sind wir glücklich, wenn wir sehen, dass Menschen zur Rechtleitung kommen, Menschen rechtgeleitet werden, weil wir sind glücklich, weil wir wissen, dass Allah Jalla Jalaluhu dann glücklich ist. Because Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam saying, Allah Azza wa Jalla be happy more than one Bedouin. He lost everything in desert, nothing, and after he find them, how he can be happy. Allah Azza wa Jalla happy when some servant become to Hidayah. Und Allah, da gibt es ein Beispiel, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gezeigt hat. Er hat gesagt, Allah ist so glücklich, wenn er sieht, dass jemand zur Rechtleitung kommt, wie ein Beduine, der in der Wüste alles verloren hat, ja, also sein Kamel und alles verloren hat. Und wenn er dann denkt, er stirbt jetzt, und dann bekommt er es doch wieder, wie so sehr wie der sich freut, freut sich Allah, wenn er sieht, dass ein Diener zur Rechtleitung kommt. This happiness maybe people who living in cities or in this time they have everything, even they cannot imagine the happiness of this man to find when he find his lost thing, his camel, his water, his food. They all was gone in middle of desert, and he was nothing. But after he find them, this is happiness. It is the most extreme happiness for any human being in this situation. Und die Menschen heutzutage, besonders auch die in den Städten leben, die haben immer alles zu jeder Zeit. Und die können sich gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn sie einen Mangel haben an irgendwas.
Aber ihr müsst euch vorstellen, dieser Beduine, den Prophet erwähnt hat, sallallahu alaihi wasallam, der hatte alles verloren. Also sein Kamel, sein Wasser, sein Essen. Ohne das wäre er sozusagen einfach gestorben. Und als dieses Kamel dann wiederkam und mit den ganzen Sachen, was er dann gespürt hat, war natürlich das größte Glück, was ihr euch überhaupt vorstellen könnt, hat dieser Mensch gespürt. Das größte Glück, was ein Mensch überhaupt spüren kann. Because he is the most merciful Allah Azza wa Jalla, and he wants his servants to follow way of surviving, way to not be in danger. Und Allah Jalla Jalaluhu, sein Hauptattribut ist die Barmherzigkeit. Und weil er so barmherzig ist, möchte er für alle Menschen, dass sie den sicheren Weg gehen, ja, sozusagen den Weg des Überlebens und nicht sich selbst in Gefahr begeben. Because Allah Azza wa Jalla is creator and he not in need for anybody's good deed or bad deed, not affect him. So only for he is happy for his servant to be saved himself from fire. Weil Allah, der Allmächtige, der braucht unsere guten Taten nicht. Ja? Und auch die schlechten Taten, die wir tun, die haben keinen Effekt auf ihn. Weder die guten noch die schlechten Taten haben einen Effekt auf ihn. Und er freut sich nur für uns, wenn wir auf den richtigen Weg gehen. And all prophets, they was following this order, going through their village, their cities, their country, looking for people to give them Hidayah. Und alle Propheten haben diesen Befehl von Allah Jalla Jalaluhu befolgt und sind durch die Dörfer und durch die Städte und durch die Länder gezogen und haben die Menschen zur Rechtleitung aufgerufen und zu Allah gerufen. Allah sent 124,000 prophets. Und insgesamt hat Allah Jalla Jalaluhu 124.000 Propheten zu uns geschickt. So there was looking after people by order of Allah, and they're not asking for any thing from people. Und die haben nach den Menschen geschaut, als den Befehl von Allah Jalla Jalaluhu ausführend, und haben nicht irgendeinen Lohn von den Menschen erwartet. And many of them, they find maybe one follower, one, two, maybe three, maybe four. Und manche von den Propheten, die hatten sogar nur einen Gefolgsmann, oder manche hatten 2 oder 3 oder 4 Leute, die denen gefolgt haben. Even there was, when they're coming to day of resurrection, they will come with their nation. Every prophet after him, his nation. Nation is what nation? Million, billion? No, one man, two men. Und auch die werden am Tag des jüngsten Gerichts, wenn alle Propheten, wie es geschrieben steht, mit ihrer Nation kommen, ja, oder mit ihren Gefolgsleuten kommen, dann werden manche von den Propheten auch nur mit 1, 2 oder 3 oder 4 Leuten kommen, die denen gefolgt sind. Some of them coming, nobody follows them, only by themselves. Und manche von diesen Propheten, die uns Allah geschickt haben, werden am Tag des jüngsten Gerichts nur ganz alleine kommen, ohne dass jemand denen folgt. And to be a prophet in a city or around people, it is extremely valuable thing. Und ein Prophet zu sein in einer Stadt für Leute ist eine sehr wertvolle Sache, ein Prophet zu haben.
after their highest rank between human being, prophets. Die Propheten haben den höchsten Rang unter den Menschen. After our Prophet sallallahu alaihi wasallam, no prophet. Last one, our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war der letzte Prophet, der auf diese Erde geschickt wurde von Allah. Jalla Jalaluhu. And so we don't have prophet, the highest one, the most highest one even, they are lower than prophet rank. Und da wir keine Propheten haben, sind sogar die Höchsten unter uns, das heißt die mit den höchsten Rängen unter uns, immer noch unter dem Rang der Propheten. Friede sei auf ihnen. Even they don't have any nation following them, even this also higher than anyone from after Prophet sallallahu alaihi wasallam. Auch die, Sahaba, Khalafa, Mashayikh, all of them, their rank lower than Prophet. und sogar die Propheten, denen gar keiner gefolgt ist, die gar keine Gefolgsleute hatten, sind vom Rang her höher als jeder, der nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Die Sahabas mit eingeschlossen, die Khulafa al-Rashidin mit eingeschlossen und alle, die nachgekommen sind und die Maschayikh mit eingeschlossen. Also jeder Prophet ist höher vom Rang her. The Prophet sallallahu said, "Ulama ummat ka'anbiya bani Israel." The scholar or the highest one in my nation as prophets in all the prophets, Bani Israel prophets. Und es gibt eine Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er sagt, die Heiligen oder die großen Gelehrten aus meiner Gemeinschaft sind so wie die Propheten der Söhne Israels. And they are, of course, some of them more knowledgeable or they have more thing because Prophet sallallahu alaihi wasallam his knowledge given to others, but rank still not as prophets. Und sogar manche von diesen, das heißt die Gelehrten oder die Heiligen aus der Umma von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aus der Gemeinschaft, haben sogar mehr Wissen bekommen als die, weil die haben natürlich das Wissen vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geerbt, aber trotzdem sind sie vom Rang her den Propheten, jedem einzelnen Propheten unterstanden. So all these prophets were following order of Allah to call people to save themselves. Und alle Propheten wurden von Allah geschickt, um die Menschen dazu aufzurufen, sich selber zu retten. And they are not asking for wages from people to show them the way of Allah Azza wa Jalla. Und niemand von diesen Propheten hat nach Lohn gefragt von den Menschen, um ihnen den Weg von Allah oder den Weg zu Allah zu zeigen. We don't ask any money, anything from you to give you advice. Only we are remembering you. You are a human being. You are obligatory to follow the way of Allah. This is our what we order from Allah to help people. Und so steht es auch im Heiligen Koran geschrieben in einer Ayat, dass die Propheten sagen, wir fragen nicht nach Lohn dafür, dass wir euch Rat geben oder Rechtleitung zeigen, sondern wir fragen nur, euch den Weg zu Allah zu zeigen und die Zufriedenheit von Allah Jalla Jalaluhu dafür zu bekommen. And there was million of this
scholar, ulama, awliya, mashayikh, they're following this, going between human beings, between people, show them way, the right way, and until Qiyamah, inshallah, this continue. Und Alhamdulillah gab es auch nach den Propheten ganz viele Heilige und Sheikhs, die auch den Menschen den Weg zu Allah Jalla Jalaluhu zeigen, und zwar bis zum Yawm al-Qiyamah, inshallah, geht das so weiter, dass Menschen den Weg beleuchten für alle. And with this is who showing way by telling what Allah ordered from His holy book, holy word, Quran Azim Shan, or from Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, what they told people, was how they are. With this, they are calling people to be believer. Und sie zeigen den Menschen den Weg durch das, was Allah Jalaluhu geschickt hat, ja, durch den Heiligen Koran zum Beispiel. Und damit leiten die Menschen recht und zeigen denen den Weg und zeigen ihnen, wie man ein richtiger Gläubiger wird. And it is not with many people they thought with sword, with fighting, they spread Islam. No, Islam, okay, they make war against oppressor, but not say people be Muslim or we will kill you. This never happen. Und viele Menschen behaupten, der Islam hätte sich mit dem Schwert verbreitet. Sie sagen, dass die Muslime gesagt haben, entweder wirst du Muslim oder wir töten dich. Das war nicht so. Das stimmt, Muslime und muslimische Länder haben auch Kriege geführt, aber gegen Unterdrücker, um die Menschen vor Unterdrückern zu befreien. Und sie haben nie jemanden gezwungen, Muslim zu werden mit dem Schwert. And so when people seeing the beauty of Islam, the way of Allah, by themselves they become Muslim, or sometimes many of them was also still in their religion. Nobody forced them to be Muslim. Und so ist das passiert, wenn jetzt zum Beispiel die Muslime die Kontrolle über ein Land übernommen haben, dann haben viele von den Bewohnern, die jetzt andere Religionen hatten, haben den Islam gesehen, haben die Schönheit vom Islam gesehen und den Islam dann freiwillig angenommen. Die wollten einfach Muslime werden und dazugehören. Oder das war auch gar kein Problem, dass die einfach ihre Religion weitergelebt haben. Dann konnten sie ganz in Ruhe ihre eigenen Praktiken weiterleben. This is what people, they're cheating people. Of course, as we said, they can be fighting, they can be a war between Muslim and Muslim, but never forcing people to enter Islam by force. No, it is only when you make war between, of course, it was against people, they are oppressing other people. Und die versuchen uns zu betrügen und versuchen ein falsches Bild vom Islam den Menschen aufzudrängen, das gar nicht existiert hat. Natürlich haben Länder Kriege geführt, unter anderem auch islamische Länder gegen anders religiöse Staaten, aber hat nie stattgefunden, dass die Muslime die Menschen gezwungen haben, dann Muslime zu werden, sondern das war immer freiwillig. Aber die versuchen uns eben da zu betrügen und zu sagen, der Islam wurde mit dem Schwert verbreitet. Alhamdulillah is one of biggest day of humanity
history today, which it is close the science opening a new history from that day, which Sultan Fatih Muhammad, he conquered Istanbul today. Und heute, das heutige Datum zeichnet auch einen sehr wichtigen und großes Ereignis in der Geschichte, und zwar, dass der Sultan Mehmed Fatih Istanbul erobert hat für die Muslime. There was, of course, the Christian who living there was Orthodox. There was most happiest one for this. Und ob man es glaubt oder nicht, die orthodoxen Christen, die in dieser Stadt gewohnt haben, damals Konstantinopel, ja, die waren am glücklichsten darüber, als das passiert ist und Sultan Mehmed Fatih die Stadt erobert hat. There was oppressed, there same religion but different type of people. Und die wurden unterdrückt von Menschen, die die gleiche Religion haben wie die, und zwar Christentum, aber eine andere Richtung, andere Auslegung. Und die haben dann ihre eigenen Leute unterdrückt. Even once before to conquer this, there was first crusader, going through Istanbul. At that time it was Constantinople, it was named. So they said, we are Christian, we are going to Jerusalem to make it against Christian. So they was going through this city and they was destroying the most destroyed weapon for this city. Und die Menschen, die dort am meisten Chaos angerichtet haben, waren die Kreuzritter, die in ihrem Kreuzzug auf dem Weg nach Jerusalem, um Jerusalem zu christianisieren, ja, die dort auf dem Weg hin waren, die haben am meisten Chaos gemacht in Konstantinopel, die ganzen Kreuzritter. So for this, when Sultan Fatih he conquered, they was afraid, but he said they give them full right as a human being to choose their religion, even who was Patrick for them. He gave them a special place, special statue, and other also. They was safe, they was happy, no problem of them. Und natürlich, als er die Stadt erobert hat, Sultan Mehmed Fatih, hatten sie zunächst Angst, aber die haben durch ihn alle menschlichen Rechte erfahren. Er hat ihnen jedes Recht gegeben, zu bleiben, ihre Religion zu praktizieren, Plätze für sie eingerichtet, wo sie beten können. Man hat ihnen somit jedes Recht gewährt und ihnen jede Angst genommen. And from that day, it was close this centuries of mid-centuries? Middle Age? No. Middle Age and open New Age after this Okay. time. Yeah, Renaissance coming. Ja, und das leitete das Zeitalter ein von Mittelalter zur Renaissance. This is what people, they don't know about history, they don't know, even only believe what Shaitan and his follower write against Islam, against Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Und das ist etwas, was ganz viele Menschen nicht wissen, weil die kennen die Geschichte nicht und glauben einfach nur das, was Satan und seine Gefolgschaft propagieren. The whole time, who non-Muslim was protected more than Muslim even in this country. Es war sogar so, dass die Muslime die Andersgläubigen noch mehr geschützt haben als die Muslime selbst.
because they have order from Allah Azza wa Jalla to not be oppressor. Weil sie den Befehl haben von Allah, Jalla Jalaluhu, keine Unterdrücker zu sein. Wallahu la yuhibbu zalimin. Allah Azza wa Jalla, he not like oppressor. Und so sagt auch Allah im Heiligen Koran über sich selber, dass er keine Unterdrücker liebt. So who doing something by himself, but of course, who do something and saying this is Muslim doing, this is not true. Who do this, he is not believer, not following Islam, he is a hypocrite. Und wenn jemand sowas macht, zum Beispiel andere unterdrücken und sagt, ich bin Muslim, dann ist das nicht wahr, sondern derjenige ist ein Heuchler. Our order to prevent oppression. Uns wurde auferlegt, Unterdrückung zu verhindern. Inshallah, this is now days whole world full of oppression everywhere, every time by your eye you see, but this is end of time, so inshallah Allah will send Sayyidina al-Mahdi to finish this oppression, inshallah. Und wir leben in einer Zeit, wo wir täglich Unterdrückung sehen, egal wo wir hinschauen. Und das ist ein Zeichen, dass wir uns in der Endzeit befinden. Wir befinden uns in der Endzeit, einer großen Zeit der Unterdrückung. Und wir warten auf Mehdi a.s., dass er geschickt wird von Allah, um diese Unterdrückung zu beenden, inshallah. For this all time, as Mawlana Sheikh, we pray for Allah to send it soon, inshallah. Und deswegen folgen wir der Sunna von Maulana Sheikh Nazim, dass wir jeden Tag dafür beten, dass Mehdi a.s. bald gesendet wird. Allah, Tawfiq al-Fatiha.